Moin zusammen und herzlich willkommen bei Thorsten und Linus Modellbahn. Ja, das ganze Thema Baustopp beschäftigt euch sicherlich genauso wie uns und ja, dazu wollten wir uns heute einmal ein Zwischenfazit geben, was wir jetzt hier weiter vorhaben, und viele von euch werden sich das sicherlich auch fragen, was machen die da jetzt eigentlich? Ne? Reißen die alles ab, bauen die zurück oder lassen die alles so wie es ist und machen Augen zu und durch? Dazu habt ihr super viel kommentiert. Wir haben das alles aufgenommen, haben dazu natürlich auch ein paar eigene Überlegungen angestellt, und heute ist es an der Zeit, euch ein erstes Zwischenfazit dazu präsentieren. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran nach dem Intro. Dann machen wir weiter, wie wir uns das vorstellen hier. Ja, willkommen zurück zum Video. Heute erster Zwischenstand nach dem Video Baustopp. Für alle die von euch, die das Video nicht kennen, verlinke ich hier oben in der Videobeschreibung und natürlich, beziehungsweise hier oben im Video und unten in der Videobeschreibung. Dürft ihr euch gerne anschauen und euch da entsprechend noch ein paar Background-Informationen holen. Aber wie gesagt, zu dem Thema geht es heute erstmal weiter mit einem ersten Zwischenstand, und der basiert natürlich ein klein wenig auch auf den zahlreichen Kommentaren, die wir von euch bekommen haben. Also wir waren sehr, sehr positiv überrascht, wie viele teilgenommen haben an unserem Schicksal, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber da gab es unzählige Kommentare, unzählige Tipps und Hinweise, wie man Sachen machen kann. Also da nochmal ein herzliches Dankeschön an euch. Das war wirklich super wertvoll. Und in dem Zusammenhang muss man natürlich auch sagen, unterschiedlicher hätten die Kommentare nicht ausfallen können. Also von Augen zu und durch, lasst alles so wie es ist und baut einfach weiter, bis vergesst das alles, reißt es ab, macht etwas Neues, weil es wird nicht besser. Also von daher, es war alles dabei, aber eins war allen gemein: Sie haben uns Mut zugesprochen, man hat uns viel Glück gewünscht und ihr habt uns bestärkt, indem, egal was wir tun, egal welche Entscheidung wir hier treffen, weitermachen und viel Erfolg dabei. Und das fand ich super, super toll, und dafür, wie gesagt, hier nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die sich da beteiligt haben, und an alle, die uns entsprechend zugesprochen haben. Ja, kommen wir zum Thema Zwischenstand. Ja, also eine Option haben wir ausgeschlossen, oder mittlerweile ist relativ klar, dass wir die nicht weiter verfolgen können. Das ist die Option, ich nenne sie jetzt Augen zu und durch, heißt die Anlage hier so belassen, wie sie ist, und einfach weiterbauen. Da haben wir drüber nachgedacht, sind aber zu dem Entschluss gekommen, und dafür blende ich euch einfach mal einen Raumplan ein, anhand dessen wir das hier mal einfach durchgehen, oder ich euch einfach versuche mal zu erklären, warum diese Option für uns nicht zum Tragen kommt. So, und wenn wir auf diesen Raumplan schauen, da sehen wir haben hinter mir das Fenster, und wir haben rechts und links entsprechend Schrägen, und wir haben hinter euch quasi, also in meine Blickrichtung, ist entsprechend die Eingangstür, die ist mittig angebracht, und wie gesagt, damit ist das Raumkonzept hier erstmal schon mal grob geklärt. Dann seht ihr, im Raum selber sind gestrichelte Linien, und diese gestrichelten Linien stellen eigentlich Höhen hier in der Schräge dar. Das heißt also, wenn wir die mittleren beiden Linien nehmen, dann ist das hier auch gekennzeichnet auf dem Plan als Stehhöhe mit 1,70 Meter. Heißt also, da hat die Schräge 1,70 Meter zum Boden. Da kann ich mit meinen 1,73 oder 1,74 gerade noch so stehen. Dann haben wir die nächsten gestrichelten Linien, die etwas weiter außerhalb sind. Das ist dann die 1 Meter Linie. Das ist ungefähr die Anlagenhöhe. Das heißt also, da kann ich sowieso nicht rechts und links weiter reinschieben, weil einfach die Anlage von der Höhe her dann entsprechend an die Decke stößt. So, und dann haben wir noch eingezeichnet mal die 80 Zentimeter für die Tischhöhe. Heißt also, da kann ich dann einen PC-Tisch oder einen Basteltisch oder was auch immer hinstellen. So, das sind erstmal so die groben Ideen, und wir sehen auch im vorderen Bereich, also neben der Tür, haben wir noch eine Vitrine stehen, dieser Kasten mit dem Kreuz durch. Da sind also noch, da ist ein bisschen Rollmaterial drin, ne? Also da hat man so das Nötigste drin, was man braucht, und dann steht halt daneben in der Schräge oder in die Schräge reingestellt unser Schreibtisch, wo wir dann unsere Anlagenautomatisierung haben.
So, und wenn wir das jetzt uns mal angucken, und dafür blende ich euch jetzt mal ein weiteres Bildchen ein, da sehen wir nämlich in Violett eingezeichnet, wie sich die aktuelle Anlage denn hier in dieses Zimmer einfügt. Und da sehen wir eigentlich schon, dass wir auf der rechten und der linken Seite auf der Schräge press sind. Also wir haben keine Möglichkeit mehr, was rechts und was links zu schieben. Wir haben noch ein bisschen Chance, hier nach vorne und nach hinten ein bisschen was zu schieben. Das ist aber auch eher marginal. Da reden wir von, weiß ich nicht, 20, 30 Zentimeter. Das klappt auch nicht immer so alles so wunderbar. Und in dem Zusammenhang ist das alles natürlich etwas schwierig. Und da muss man natürlich gucken, wie geht man damit um. Und die Situation war dann für uns eigentlich zu sagen, diese Option Augen zu und durch und wir lassen das so, damit kommen wir nicht klar. Weil wie gesagt, wenn ich keine Möglichkeit habe, die Anlage hier im Zimmer noch großartig zu verschieben für die Zugänglichkeit, dann bin ich genau an dem Punkt, den wir im letzten Video beschrieben haben, komme ich nicht raus, weiß ich nicht weiter. Na? So, heißt also am Ende des Tages, welche Optionen bleiben uns denn eigentlich? Na? So, und da bleibt uns eigentlich nur, dass wir sagen, den Rückbau der Anlage, jetzt zum Beispiel diesen Schenkel hier, ne, also die große Hauptbahn, einmal zurückbauen und das hinter mir, und das seht ihr hier, das Verbindungsstück zwischen, muss ich mich mal anders hinstellen, das Verbindungsstück zwischen der Nebenbahn und dem darunterliegenden Schattenbahnhof und der Hauptbahn hier, das müsste auch zurückgebaut werden und müsste verkleinert werden. Also die einzige Chance, die wir da eventuell noch sehen, ist wirklich diesen Zwischenraum hier zwischen den beiden Anlagenschenkeln, der momentan circa 1 Meter beträgt, einzukürzen auf circa 50 Zentimeter. Damit wäre er begehbar, das wäre auch überhaupt gar kein Thema. Damit komme ich mit der ganzen Anlage natürlich im Zweifelsfall 50 Zentimeter aus der einen Wand raus und müsste dann natürlich hier mir auch noch überlegen, dass ich hier den langen Schenkel hier vielleicht auch noch ein klein wenig 30, 40 Zentimeter einkürze. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, wie das geht. Heißt aber prinzipiell wäre das die Option, dass ich sage, ich erhalte meine Nebenbahn, weil da bin ich ja schon am weitesten. Da habe ich auch schon Anlagenbau, Geländebau gemacht. Da habe ich schon Szenen kreiert und so weiter und so fort. Wenn wir die erhalten wollen, dann müssen wir auf dieser Seite hier definitiv etwas tun. So, das ist die eine Option. Die andere Option ist, dass man einfach sagt, Tabula rasa. Einmal alles weg und dann haben wir natürlich komplett neuen Ansatz. Aber das ist natürlich schon der tiefste Einschnitt. Ja, was wären jetzt die nächsten Schritte? Also grundsätzlich müssen wir jetzt eigentlich erstmal ein Raum- und Anlagenkonzept erstellen mit der Zielsetzung, dieses hier zu erhalten. Heißt also, was ich gerade schon sagte, gucken, ob wir hinten den Zwischenbereich einkürzen können, hier einen vernünftigen Schenkel erstellen, der unter Umständen funktioniert. Eine weitere Alternative wäre natürlich, dass man sagt, und man würde diese Nebenbahn, sag ich mal, hinten vor das Fenster drehen und dann quasi eine L-Anlage daraus machen, anstatt ein U und dann hier diesen Schenkel weiter ausbauen. Ob das ein tragfähiges Anlagenkonzept mit der vorhandenen Nebenbahn und unten dem Schattenbahnhof ist, kann ich momentan noch nicht sagen. Da müssen wir jetzt wirklich dran. Das müssen wir jetzt wirklich prüfen und sehen, wie wir da zurande kommen und ob das etwas ist, womit wir leben können. Ja, und wie gesagt, die Option B wäre sowieso hier einmal alles komplett raus, aber auch dann müssen wir ein komplett neues Anlagenkonzept entsprechend erstellen. Und natürlich ein Raumkonzept. Das muss miteinander harmonieren, sonst sind wir übermorgen wieder da, wo wir heute sind und stellen fest, dass irgendetwas nicht funktioniert. Ja, das ist so das Thema. Das Ganze lassen wir jetzt natürlich immer ein klein wenig sacken, um überhaupt zu sehen, wo kommen wir hin. Und wenn ihr daran Spaß habt, natürlich lasst uns gerne ein Like da, den Daumen rauf, das nehmen wir immer gerne. Der Kanal profitiert davon, wir natürlich auch. Wenn ihr Ideen, Kommentare habt, bitte schreibt sie unten in die Kommentarfelder. Wir lesen alles. Wir versuchen auch schnellstmöglich zu kommentieren. Und wir sind gerne bereit, von euch auch Ideen und Ratschläge aufzunehmen, zu übernehmen, um ein tragfähiges Konzept hier entsprechend
aufzusetzen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Wir werden über die einzelnen Ideen oder vielleicht auch Sackgassen, in die wir rennen, werden wir euch informieren. Da mache ich vielleicht noch kurze Videos zu, dass man das auch ein bisschen darlegt, wo wir hingehen, wo wir landen. Und ja, also würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Wie gesagt, Abo, Daumen rauf, alles gerne genommen. Abo ist umsonst. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und gerne wieder hier bei Thorsten und Linus Modellbahn. Vielen Dank. Tschüss.